Heute gibt es ein absolutes Genussdal, das hier noch total unbekannt ist. Chola Dal ist ein mild-würziges Dal mit gebratenen Kokosstücken und zergeht im Mund. Ein richtiger Geheimtipp. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Wenn bei uns gefeiert wird, zum Beispiel Hochzeiten oder Feste, dann wird sehr gerne dieses Dal serviert und es besteht aus dieser Linsensorte hier. Das ist das sogenannte Chana oder Chola Dal. Das ist eigentlich eine kleine Form von Kichererbsen, die gelb ist und halbiert, also gesplittet verkauft wird. Wir nehmen immer Chana Dal von TRS, dem Sponsor für unser heutiges Video. Ihr bekommt sie sehr gut in indischen Geschäften, südasiatischen Geschäften oder generell in Asia-Geschäften. Der volle Name dieses Gerichts ist übrigens Niramish Chola Dal. Das ist Bengali und bedeutet vegetarisches Kichererbsendal. Ich weiß, wir sind nicht besonders einfallsreich mit unseren Namen, aber der Geschmack spricht für sich. Diese Art von Kichererbsen haben einen leicht süßlich-nussigen Geschmack und erinnern ein wenig an Mais, also ganz anders als übliche Kichererbsen. Lasst das Dal nach dem Waschen 2 Stunden lang einweichen. Als erstes müssen wir unsere Linsen vorgaren. Im Kochtopf dauert das so um die 40 bis 60 Minuten. Wir haben heute aber nicht so viel Zeit, deswegen machen wir es im Schnellgarer. Da dauert es dann nur 20 Minuten. Noch ein Hinweis an der Stelle. Je älter Linsen sind, desto länger wird die Garzeit. Es kann also sein, dass eure Garzeit ein wenig variiert. Egal ob Topf oder Schnellgarer, als erstes müsst ihr das Dal zum Kochen bringen und den zähen Schaum abschöpfen. Unseren Schnellgarer stellen wir auf 7 Minuten High Pressure, gefolgt von 10 Minuten Natural Release. Im Topf kocht ihr das Dal bei halb geschlossenem Deckel und mäßiger Hitze ca. 40 bis 60 Minuten. Am Ende der Kochzeit soll das Dal gar und weich, aber noch nicht zerfallen sein. Die Kichererbsen sollen noch ihre Form haben. Das ist ganz wichtig für dieses Gericht, denn es verleiht ihnen sein charakteristisches Aussehen und eine tolle Konsistenz. Legt 3 Esslöffel Dal beiseite und lasst sie kurz abkühlen. Wie ihr seht, haben sie sich ungefähr in der Größe verdoppelt. Anschließend püriert ihr sie mit Kurkuma, Korianderpulver, Ingwer und ca. 50 ml Wasser zu einer Paste. Die brauchen wir später zum Binden. Eine ganz wichtige Zutat für euer Dal ist Kokosnuss. Und nein, ich nehme keine Kokosnussmilch, sondern ich nehme Kokoschips. Normalerweise würden wir die selbst machen. Ihr kennt ja vielleicht unser Video zum Kokosnussknacken. Ich habe allerdings keine frische Kokosnuss gefunden, aber in der Reformabteilung vom Supermarkt findet man auch fertige Kokosnusschips. Wenn ihr sie findet, nehmt am besten eine Variante, wo noch die Haut dran ist. Das sieht einfach viel hübscher aus. Und beim Kochen pickt euch die dünnsten Scheiben raus. Das ist dann später leichter zu essen. Erhitzt eine kleine Pfanne mit Ghee auf mittlerer Hitze, bei uns Stufe 5 von 9. Lasst die Kokosspalten darin ca. 1 Minute leicht goldgelb braten. Arbeitet vorsichtig und bleibt beim Herd, da die Kokosnuss schnell zu dunkel werden kann. Holt die Spalten wieder heraus und legt sie zur Seite. Das Öl nicht wegschütten, das brauchen wir für den nächsten Schritt. Jetzt bereiten wir unsere Gewürze zu. Auch die stammen von TRS, unserem Partner für diese Folge und einer der ersten Marken, die indische Zutaten nach Europa gebracht haben. Deswegen werdet ihr in jedem indischen Haushalt in ganz Europa Zutaten von TRS im Vorratsschrank finden. Die Gewürze bereite ich im gleichen Öl vor wie die Kokosspalten. Dazu gebe ich das Lorbeerblatt, Zimtstangen, Chili, Kardamom und Nelken hinein und lasse sie für ca. 20 Sekunden blumen. Danach gebe ich Kreuzkümmel und Hing dazu und brate alles für weitere 30 Sekunden an. Gebt nun die grüne Chili und die Paste hinzu. Bratet alles für ca. 5 Minuten an, bis der Ingwer und der Kurkuma nicht mehr roh riechen. Rührt dabei schrittweise nochmal 100 ml Wasser ein, weil die Paste schnell einlegt. Das Dal soll mild und lieblich schmecken, deswegen verzichten wir auf Knoblauch und Zwiebeln, das wäre zu deftig. Die Gewürzgrundlage kommt dann zum gekochten Dal. Bei Bedarf könnt ihr sie mit ca. 100 ml Wasser verdünnen und anschließend 5 Minuten köcheln lassen. Durch unsere Paste dickt das Dal ein und wird leicht cremig und das ohne einen Tropfen Sahne.
Jetzt schalten wir den Herd aus und verfeinern das Dal. Schmeckt es zunächst mit Salz und Zucker ab. Gib dann die gebratenen Kokosspalten hinein. Das Dal sollte jetzt eine dicke Konsistenz haben, bei der noch die einzelnen Linsen zu erkennen sind. Für mehr Esskomfort entfernt die ganzen Gewürze. Sie sind durch das Kochen praktischerweise an die Oberfläche gekommen. Lasst das Dal bei Resthitze ca. 5 Minuten lang ziehen. Zu diesem Dal werden traditionell Pudis gereicht, das sind diese leckeren, knusprigen Ballonbrote. Einen Link dazu findet ihr unten, aber es schmeckt natürlich auch mit Reis sehr gut. Jetzt kennt ihr einen weiteren Geheimtipp aus der indischen Küche, fernab von allem, was ihr im Restaurant bekommt. Kocht es auf jeden Fall nach und wie gesagt, abonniert den Kanal für weitere tolle Gerichte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!